»Wir haben keine Zeit mehr für Sie«, sagten sie. Schnell, fast entschuldigend mit einem Blick auf die Uhr, als wäre mein Leben nur eine lästige Unterbrechung in ihrem vollen Kalender. Ich lächelte, wie ich es immer tat, wenn ich etwas verstand, das ich eigentlich nicht verstehen wollte. Früher hatte ich Pläne gemacht. Große und kleine. Die großen wurden verschoben, die kleinen vergessen. Doch in diesem Moment, als ich dort saß, mit der dampfenden Tasse Tee in der einen und dem leeren Blick auf die Tür in der anderen Hand, wurde mir etwas klar. Sie hatten keine Zeit für mich, weil sie glaubten, ich hätte meine bereits gelebt. Aber was ist Zeit überhaupt, wenn sie niemand mehr mit dir teilen will? Ich betrachtete die alte Uhr an der Wand. Der Sekundenzeiger bewegte sich unaufhaltsam, aber der Raum um mich schien stillzustehen. Es war nicht Wut, die ich empfand, auch keine Traurigkeit. Es war etwas anderes, eine Art Erwachen. Denn wenn niemand mehr Zeit für dich hat, dann kannst du sie endlich selbst nutzen. Und genau das habe ich getan. Mein Name ist Friedrich, 76 Jahre alt, verwitwet, Vater zweier Söhne, Großvater von 5 Enkeln, deren Namen ich gelegentlich vergesse, nicht weil mein Gedächtnis mich verlässt, sondern weil ihre Stimmen seltener geworden sind. Ich lebe in einem kleinen Haus am Stadtrand. Das gleiche Haus, in dem einst Kinderfüße durch den Flur rannten, in dem Geburtstagskerzen ausgeblasen und Sorgen unter der alten Kastanie im Garten besprochen wurden. Ich war Ingenieur. Maschinen, Pläne, Ordnung, das war meine Welt. Ich konnte aus Linien auf Papier Brücken bauen, aus Formeln etwas Haltbares schaffen. Aber in der Welt nach der Pensionierung, da zählen solche Dinge nicht mehr. Jetzt bin ich der Opa mit der Zeit. Der immer erreichbar ist, weil er ja eh nichts mehr zu tun hat. Der, dem man Termine absagt, weil etwas Dringendes dazwischen kam. Und trotzdem, ich habe gewartet. Auf die Anrufe, auf das Piepen der Gegensprechanlage, auf das Kinderlachen im Garten. Manchmal kochte ich doppelt so viel, deckte 2 Teller, obwohl nur einer gebraucht wurde. Manchmal stellte ich mein Radio leiser, in der Hoffnung, ein Auto auf der Auffahrt zu hören. Und jedes Mal, wenn ich die Vorhänge aufzog, zog ich auch ein wenig Hoffnung mit ihnen beiseite. Bis zu jenem Tag, dem Tag, an dem ich beschloss, dass meine Zeit nicht mehr vom Warten bestimmt sein würde. Es war ein gewöhnlicher Donnerstagmorgen, der Himmel grau wie so oft in dieser Jahreszeit. Ich saß in meiner Küche, vor mir eine halbvolle Tasse Kaffee, die längst kalt geworden war. Der Dampf, der früher Geschichten erzählte, war verschwunden, so wie die Stimmen, die ihn einst begleitet hatten. Die Uhr an der Wand tickte unaufdringlich, nicht laut, aber hörbar genug, um mich daran zu erinnern, wie langsam Zeit vergehen kann, wenn man wartet. Mein Kalender war leer, nicht weil ich ihn vergessen hatte zu füllen, sondern weil niemand mehr etwas eintrug. Kein Besuch von Thomasan, kein Kaffee mit Aunt Clara, nicht einmal ein Zahnarzttermin. Im Wohnzimmer lagen noch alte Zeitungen. Die Schlagzeilen waren längst veraltet, aber ich ließ sie liegen. Sie gaben dem Raum ein Gefühl von Leben, auch wenn es nur gedrucktes Leben war. Im Garten wucherte das Unkraut zwischen den Pflastersteinen. Ich hätte es entfernen können, aber ich tat es nicht. Nicht aus Faulheit, sondern weil ich insgeheim hoffte, jemand würde es bemerken und klingeln. Manchmal ging ich durch das Haus, Schritt für Schritt, als würde ich mich selbst suchen. Und doch war da eine Ruhe. Eine Stille, die nicht nur traurig war, sondern auch ehrlich. Ich war allein, ja. Aber ich begann zu begreifen, in dieser Leere lag auch Raum. Raum für Gedanken, die niemand unterbrach. Raum für Erinnerungen, die niemand abwertete. Und vielleicht Raum für eine Entscheidung. An diesem Nachmittag rief ich bei meiner Tochter an. Einfach so. Kein Anlass, kein Geburtstag, kein Notfall. Ich wollte nur hören, wie es ihnen geht, wie es den Kindern geht. Ob sie dieses neue Brettspiel ausprobiert haben, von dem Elias mir erzählt hatte. Die Verbindung war schlecht oder vielleicht war es auch die Stimmung. »Papa, wir haben gerade wirklich keine Zeit. Ich rufe dich später zurück, ja?« Ich sagte, »Ja, klar«, aber die Leitung war schon tot, bevor ich den Satz beendet hatte. Ich legte das Handy zur Seite. Es fühlte sich schwer an, obwohl es doch so leicht war. In diesem Moment wusste ich, der Rückruf würde nicht kommen. Nicht heute. Vielleicht nicht morgen. Vielleicht nie. Es war nicht das erste Mal. Aber es war das erste Mal, dass ich mich nicht mehr darüber wunderte. Ich erinnerte mich an einen Satz, den ich früher oft benutzt hatte, wenn jemand traurig oder enttäuscht war. Man muss die Menschen dort lassen, wo sie einen nicht mehr brauchen.
Ich hatte nie gedacht, dass ich selbst einmal zu diesen Menschen gehören würde. Später an diesem Tag stand ich vor dem Fenster. Draußen fuhren Autos vorbei, Kinder lachten auf dem Spielplatz, jemand trug Einkaufstüten ins Haus. Alles ging weiter. Nur ich stand still. Der Gedanke traf mich wie ein kalter Windstoß. Was, wenn ich für sie nicht mehr als ein verstaubtes Familienfoto war? Eines, das man aufhängt, weil man muss, nicht weil man will? Ich setzte mich wieder an den Küchentisch. Der Stuhl knarrte vertraut. Auf dem Tisch lag ein alter Notizblock. Ohne viel nachzudenken schrieb ich: Wenn die Welt keine Zeit mehr für dich hat, nimm dir Zeit für das, was größer ist als sie. Ich wusste noch nicht, was das bedeutete. Noch nicht. Aber ich spürte, dass es ein Anfang war. Ein leiser, stiller Protest gegen das Vergessenwerden. Nicht aus Wut, sondern aus Würde. Es war Sonntag, Familienzeit. Ich hatte ein Foto gesehen, das meine Enkelin gepostet hatte. Alle saßen um den Tisch, es gab Kuchen, Luftballons, Geschenke. Ein Geburtstag, ich war nicht eingeladen worden. Mein Name tauchte nicht einmal in der Bildunterschrift auf. Nicht, Opa konnte leider nicht kommen. Nicht einmal, wir haben dich vermisst. Ich saß da, stumm, starrte auf das Bild. Und zum ersten Mal war ich mir nicht mehr sicher, ob ich überhaupt noch Teil dieser Familie war oder nur eine Erinnerung, die sie höflich in der Ecke stehen lassen. In der Ecke stand auch noch mein Geschenk. Ich hatte es Tage vorher gekauft, sorgfältig eingepackt, mit einer Karte, in der ich extra noch einen Spruch geschrieben hatte, damit sie lächelt. Ich sah es an. Dann legte es zurück in die Schublade. Das war der Moment, in dem ich verstand. Nicht jede Einladung kommt mit Worten. Manchmal kommt sie gar nicht. Und manchmal ist das Schweigen die deutlichste Antwort. Ich begann, meine Tage anders zu füllen. Nicht mehr mit Warten. Nicht mehr mit der Hoffnung, dass jemand anruft. Ich griff zu einem alten Notizbuch, das ich vor Jahren beiseite gelegt hatte. Seite für Seite füllte ich es. Mit Erinnerungen, Gedanken, Beobachtungen. Ich schrieb über die Farbe des Morgens, wenn der Nebel sich hebt. Über das Geräusch der Uhr im Flur. Über ein Eichhörnchen, das jeden Tag zur gleichen Zeit vorbeikam. Niemand applaudierte. Niemand las mit. Aber ich las mich selbst wieder. Ich ging spazieren, nicht weit, aber regelmäßig. Ich begann, Menschen im Park zu grüßen, auch wenn ich ihre Namen nicht kannte. Und eines Morgens fragte jemand: Sie sind doch der mit dem kleinen Notizbuch, oder? Ich lächelte. Ich war nicht mehr der, auf den man wartete. Aber ich war auch nicht mehr der, der wartete. Ich wurde still sichtbar. Für mich selbst zuerst. Und dann für andere. Es war an einem Donnerstag. Ich saß wie so oft auf der Bank im Park, das Notizbuch auf dem Schoß. Eine junge Frau kam mit einem Kinderwagen vorbei. Sie blieb stehen, zögerte und sagte dann: Darf ich Ihnen etwas sagen? Ich nickte. Meine Großmutter ist letztes Jahr gestorben und Sie erinnern mich an sie. Nicht vom Aussehen, sondern von der Art, wie Sie hier sitzen, wie Sie schreiben, wie Sie da sind. Ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Manchmal komme ich nur hierher, fuhr sie fort, weil ich hoffe, Sie zu sehen. Es gibt mir ein Gefühl von zu Hause. Da war sie. Die unerwartete Wendung. Nicht laut, nicht groß, kein filmreifer Moment. Aber etwas in mir, etwas, das lange geschwiegen hatte, regte sich. Ich lächelte sie an. Nicht, weil ich musste, sondern weil ich konnte. Zum ersten Mal seit langer Zeit. Ich bin nicht mehr der, der ich vor einem Jahr war. Damals wartete ich darauf, gebraucht zu werden. Heute weiß ich, ich bin es längst. Nicht in großen Gesten, nicht in lauten Momenten, sondern in den kleinen Dingen. Im Gruß einer jungen Mutter. Im Blick eines Kindes, das wissen will, was ich da schreibe. In dem Gefühl, dass meine Worte, meine Zeit, noch etwas bedeuten. Ich habe aufgehört, mich zu fragen, wann Sie mich wieder anrufen. Stattdessen rufe ich das Leben selbst. Jeden Morgen, wenn ich diesen Stift in die Hand nehme. Wir haben keine Zeit mehr für Sie, sagten sie. Vielleicht stimmt das. Aber ich habe Zeit. Und ich nutze sie für andere, für mich. Für das, was bleibt, wenn niemand mehr hinsieht. Danke fürs Zuschauen.